Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SQL Murder Mystery, in der wir euch ein wenig den Hintergrund hinter diesem Spiel erklären wollen. Du hattest ja uns beim letzten Mal einen kleinen Trick gezeigt, wie man rausfinden kann, welche Städte Verbrechen hatten. Können wir diesen selben Trick nochmal irgendwie anwenden? Ja, also wir schauen mal auf die Personentabelle, die zentral hier mit allen anderen verknüpft ist. Und wie man sieht, an den Spaltennamen ist hier die City nicht aufgeführt. Also das heißt, genau dieses, ich gruppiere nach City, stelle fest, es sind nur 9 Einträge, die relevant fürs Spiel sind und kann also von den 10.000 Personen weglöschen und sage, es bleiben nur die Personen übrig, die fürs Spiel relevant sind. So einfach wird es diesmal nicht. Okay, welche Möglichkeiten hätten wir stattdessen irgendwie vorzugehen? Dazu schauen wir uns überhaupt erstmal die ID-Verteilung in der Personentabelle an. Ich habe jetzt hier gruppiert nach ID geteilt durch 10.000 und sage, in welchen Bucket, also in welchen Eimer von 10.000 Einträgen jeweils fallen denn meine Daten. Und sehe dann hier, dass für jeweils 10.000 haben wir hier 1.084 besetzt, für 10.000 haben wir 1.083 besetzt. Meine Datensätze sind also zufällig generiert und zufällig verteilt über diesen vollen Bereich. Das heißt, in diesem Fall hat der Generator volle Arbeit geleistet und wir können hier keine weiteren Informationen irgendwie bekommen. Eine weitere Sackgasse. Okay. Welche Möglichkeiten haben wir noch, irgendwie an Informationen zu kommen? Wir brauchen einen neuen Ansatz und dazu würde ich jetzt halt nicht wirklich gruppieren, sondern halt mit einem Count arbeiten und einfach mal die Gesamtzahl auszählen versus die distinkten Einträge für Name, die Sozialversicherungsnummer und die Straße. Und wenn wir jetzt hier schauen, okay, wir haben insgesamt 10.011 Datensätze und 10.011 verschiedene Namen und, oh, Moment, 10.010 Sozialversicherungsnummern. Das heißt, wenn ich die Personen hernehme, die einen Count größer als 1 haben, gruppiert nach ihrer Sozialversicherungsnummer. Und dann stellen wir fest, ja, die Sozialversicherungsnummer ist exakt dieselbe. Und wir haben hier 2 Verdächtige, Tushar Chandra, Maxine Whitley. Aber leider muss man jetzt mit etwas Wehmut feststellen, auch das wieder eine Sackgasse. Das heißt, wer das Spiel gelöst hat, ist diesen beiden wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen und das liegt halt daran, dass sie für das Spiel keine Rolle spielen. Deswegen, auch an dieser Stelle, müssen wir abbrechen und nochmal einen Schritt zurück machen. Dinge, die wir tatsächlich daraus erfahren, ist, dass auf die Spalte der Sozialversicherungsnummer in der Personentabelle selber halt kein Unique Constraint vorhanden ist und mit einem Unique Constraint würde man genau diesem Fehler entsprechend entgegenwirken. Hier sehen wir halt außerdem auch noch, dass bei ungefähr 10.000 Datensätzen es der Generator geschafft hat, genau einen einzigen Datensatz doppelt anzulegen, der halt auffällt. Wir haben aber schon mal vorbereitet noch einen, die Address Street Names. Und wir sehen, die weichen erheblich in der Anzahl ab. Also hier fehlen ungefähr 150. Das heißt, andersrum im Umkehrschluss, viele von diesen Einträgen haben doppelte Straßennamen. Es ist also eine Gruppierung nach Straßennamen vielleicht mal interessant. Gucken wir uns sie einfach nochmal an. Wenn ich das Statement also auf Straßennamen anwende, dann bekommen wir hier jetzt also einige uninteressante Straßennamen, die einfach doppelt vorkommen. Und wir haben 2 Straßennamen, die hier mit einer deutlichen Stufe, also mit einem deutlichen Abstand, sehr häufig vorkommen. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, offensichtlich hat sich hier jemand Mühe gegeben, genau diese beiden Straßen, also den Northwestern Drive und die Franklin Avenue, unter einem größeren Haufen von Daten verstecken zu wollen, indem er nämlich genau speziell für diese beiden Straßen extra seinen Generator nochmal angeschmissen hat, gesagt hat, okay, für die brauche ich ein bisschen mehr Material, da reicht es nicht, wenn halt nur 2 Personen in dieser Straße wohnen.
Für die anderen ist es halt einfach, naja, es ist unrealistisch, dass nur 2 Personen in einer Straße wohnen, aber da wurde halt einfach nicht mehr Aufwand reingesteckt. Aber diese beiden Straßen, die wurden jetzt mit deutlichem Abstand mit Personen befüllt, um da einfach Zufallsdaten zu haben, die den Spieler etwas in die Irre führen und ihn davon abhalten, einfach alle Datensätze chronologisch zu lesen. Bemerkenswert auch an dieser Stelle ist einfach, wir haben hier an der Stelle 95 Datensätze, die halt auffallen von etwas mehr als 9000. Und bei den anderen Datenbanktabellen, die wir uns angeschaut hatten, war doch eine schon sehr gute Gleichverteilung da. Insofern, das ist schon eine ganz gute Anomalie, die halt hier zutage kommt. Ja, und ich würde jetzt halt einfach hier nochmal reingehen und sagen, lass uns doch mal schauen, welche Daten da denn hinterstecken. Was ich jetzt also mache, ich nehme mir die Straßennamen, die in den Personen besonders auffällig sind, und vergleiche sie mit dem Crime Scene Report, ob sie da auch auftauchen. Und ich muss mich natürlich noch entscheiden, ich sage jetzt einfach mal wo einer dieser beiden Straßen auftaucht. Und Überraschung, Es ist nur ein einziger Datensatz. ein einziger Datensatz von über 1200 hat mit entweder der Northwestern Drive oder der Franklin Avenue zu tun. Ja, und vor allem, was noch auffällt, es ist unser Tag, es ist unsere Stadt und es ist unsere Tat. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, mit dem Wissen würde man als Spieledesigner hergehen und sagen, das muss ich ändern. Ich muss also offensichtlich meine Zufallszahlengeneratoren ein bisschen besser aufeinander abstimmen. Oder um es andersrum zu sagen, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass die Texte aus Alice in Wunderland stammen, aber Northwestern Drive und Franklin Avenue tauchen bei Alice in Wunderland nicht auf, weil die gute Alice hat da nicht gewohnt. Das ist vollkommen korrekt. Und das hat halt hier dazu geführt, dass diese Anomalie in der Häufigkeit diesen einen Datensatz hervorhebt. Ja, das war's für diesen Teil. Wir freuen uns auf den nächsten Teil und hoffen, euch wieder zu begrüßen. Bis zum nächsten Mal.